Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 20. Unterwasserwelten. Guten Morgen zusammen, ruft Bernd. Ich bin schon aufgestanden. Ja, das sieht man. Du hast wieder das komplette Fugenmuster in deinem Fell. Haha, ja, sagt Cassie, man kann deutlich die Kreuzfuge erkennen. Ach, Scherzkekse, ruft Bernd. Hört ihr denn nichts? Ich dachte, ich wäre taub. Doch, sagt Cassie. Was ist das denn für ein Lärm? Ich glaube, das sind Koffer, meinte Bernd. Meinst du etwa, wir fahren in den Urlaub? Fragt Trixie. Na ja, sagt Bernd. Entweder das oder es geht zu Freunden. Wir werden es erleben. So passiert es sogar tatsächlich. Bevor sich die drei noch weiter darüber unterhalten können, geht es bereits in den Flur, wo die Geschirre angelegt werden. Hurra, kichern alle drei. Abenteuer, uiuiuiui, hört man Cassie Meerschwein summen. Einsteigen, liebe Hunde, hört man es rufen. Der Kofferraum schließt sich und eine längere Fahrt beginnt. Das bedeutet auch, dass es weiter weggeht als nur zum See. Das soll keinesfalls negativ klingen. Am See lieben es die Hunde sehr. Aber wer weiß, was sich hier ergibt. Endlich ist die Fahrt vorüber. Trotz mehrfacher Pausen an Rasthöfen sind unsere drei Freunde endlich angekommen. Sie können ihr Glück kaum fassen. Einen Garten von so einer Größe haben sie noch nie gesehen. Wir machen Ferien auf dem Bauernhof? Fragt Cassie. Ja, sagt Bernd. Ich glaube, wir drei haben einen Sechser im Lotto. Trixie ist schon längst über alle Berge. So schnell wie sie kann, rennt sie über das riesige Grundstück, welches Bäche und Hütten und Unterstellmöglichkeiten bietet für Pferde, Esel, Büffel und so weiter. Innerhalb kürzester Zeit hat sie Gänse, Kaninchen und noch viele andere Tiere gesehen. Während sie läuft, ruft sie vor Freude. Wow, diese vielen Gerüche, das ist unglaublich hier. Cassie, Bernd, los, kommt! Trixie ist an einem Bachlauf, unweit von einem Pferdestall stehen geblieben. Bernd nimmt Cassie Huckepack und rennt Trixie entgegen, so wie es nur der echte Bärenschäferhund kann. Trixie bleibt regungslos stehen, Bernd und Cassie stehen daneben und bewegen sich ebenfalls nicht. »Siehst du das Tier da gegenüber an der anderen Seite des Baches?« flüstert Trixie so leise sie nur kann. »Ich kann es sehen«, spricht Bernd mit schiefer Schnauze, so dass es nicht auffällt, dass er spricht. »Ihr kommt nicht von hier«, meint das Tier gegenüber. »Das merkt man direkt. Ihr habt wahrscheinlich noch nie einen Nutria gesehen, oder?« »Nein«, meint Cassie Meerschwein. Eine Antwort vom kleinsten Hund von euch hätte ich am wenigsten erwartet. Ihr seid lustig. Ihr seid lustig und ich bin Jürgen. Moment mal, bis gleich. Wie ein Hecht springt Jürgen die Nutria mit einem Seemannskörper, also ohne seine Pfoten auszustrecken, ins Wasser und schwimmt dabei rüber zum anderen Ufer. Wow, guck mal, wie der Jürgen schwimmt, meint Bernd. Der hat sowas von Gold, meint Trixie. Jürgen steht ohne sich zu schütteln vor Bernd, Trixie und Cassie. Dann erzählt mal, meint Jürgen. Ihr macht hier also Urlaub? Genau so sieht es aus, sagt Bernd. Wir sind gerade erst angekommen, meint Trixie. Ihr werdet hier sicher viel Spaß haben. Es gibt für jemanden, der noch nicht hier gewesen ist, eine ganze Menge zu entdecken, sagt Jürgen. Was genau bist du denn? Also ich meine, was machst du denn? Fragt Cassie Meerschwein. Jürgen schüttelt sich das Wasser aus dem Pelz und spricht fröhlich. Schön, Cassie, dass du dich für uns Nutrias interessiert. Also wir Nutrias werden auch Biberratten genannt. Also sind wir Nagetiere eine Art Mischung aus einem Biber und einer Ratte. Wir sind Tag und auch Nacht aktiv. Wir leben in größeren Gruppen, also ähnlich wie in einem Rudel, mit bis zu 15 Tieren. Aber im Moment bin ich hier alleine an dem Bach. Ich hatte mich hier mit Heinz, einer Forelle, unterhalten. Wir sind schon ewig befreundet. Ich musste allerdings etwas Forellisch dafür lernen. Fische haben im Wasser nicht nur eigene Dialekte, sondern auch einen ganz anderen Klang, durch das Wasser natürlich. Nun gehen Trixie Dackel, Bernd Schäferhund und Cassie Meerschwein etwas näher ans Ufer und sehen in der Tat einen Fisch im Wasser stillstehen. Man hört einen nur kaum undeutlichen Satz. Sofort übersetzt Jürgen. »Hallo, ich bin Heinz«, hat Heinz gesagt. Ganz ehrlich, meint Bernd Schäfer, und ich konnte eigentlich alles verstehen. »Hallo, Heinz.« »Ja«, meinen Trixie und Cassie, »wir auch.« »Wow, dann könnt ihr etwa auch Forellisch?«, freut sich Jürgen. »Ich glaube eher, dass das gar nicht nötig ist, Jürgen. Wir können uns ganz normal unterhalten.« Heinz lacht. »Jürgen, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt.« »Wisst ihr«, ruft Heinz, die Bachforelle, »ich will echt nicht alle Nutrias über einen Kamm scheren, aber Jürgen ist teilweise wirklich besonders witzig.« »Jetzt übertreibst du aber, Heinzi«, meint Jürgen, die Biberratte oder auch Nutria. »Komm, wir zeigen den drei Hunden mal, was wir gerne machen. Passt mal auf.« Wieder springt Jürgen ins kühle Nass. Neben Heinz angekommen, zählen beide bis 3 und schwimmen dann so schnell es geht den Bach entlang, der sich über das ganze Grundstück hinwegzieht. »Los, hinterher«, ruft Trixie Dackel. »Die beiden holen wir ein.«
Trixie und Cassie laufen nicht nur so schnell sie können, nein, sondern auch so dicht sie können am Ufer entlang. Bernd nicht. Nein, natürlich nicht. Bernd ist in den Bach hineingesprungen. Er liebt ja das Wasser sehr. Stampfend geht er im Wasser hinter Heinz und Jürgen hinterher. So wie es nur der echte Bernd-Schäferhund kann. Aber auf keinen Fall so schnell wie alle anderen. Das macht Bernd aber überhaupt nichts aus. Man muss nicht der Erste sein. Wichtig ist, dass man Spaß hat, sagt Bernd Schäferhund ja auch immer. Trotzdem findet man sich, schon kurze Zeit später, nur ein wenig weiter an einem Abzweig des Baches wieder zusammen. Auch Trixie und Cassie Meerschwein waren schwimmen. Schön, dass es draußen nun endlich etwas wärmer wird. Heinz und Jürgen haben sich bereits voneinander verabschiedet. Nagetiere zu Gruppen, Forellen zu Schwärmen und unsere Hunde im Rudel. Sie gähnen auch bereits. Es waren ja auch sehr viele neue Eindrücke hier auf dem Bauernhof. Kommt mit, Bähnchen und liebe Cassie, ruft Trixie zufrieden, während die drei sich auf den Weg ins große Haus begeben. Das war ein ganz toller Tag hier auf der Farm. Der Urlaub wird mit Sicherheit richtig schön. Aber ich muss mich jetzt hinlegen. Denn ich will ja fit sein. Für morgen. Für unser neues Abenteuer.